Herzlich willkommen zu einem neuen Video von CLP Tutorials. Mein Name ist Christoph und in diesem Video geht es um Wi-Fi 7. Wir sprechen nämlich über ein paar wichtige Aspekte. Wir werden einmal kurz über Datenraten sprechen, dann ein bisschen über das Thema, was kann man denn wirklich erwarten, also was geht dann im Alltag, und dann sprechen wir natürlich über Produkte. Auf Client-Seite gibt es natürlich schon ein paar Wi-Fi 7 Systeme, aber die wichtigsten Sachen, nämlich für PCs und Co., fehlen natürlich. Und da gibt es ein paar brandheiße Infos von mir. Und zuletzt haben wir natürlich dann nochmal einen Überblick über die vorgestellten und angekündigten Wi-Fi 7 WLAN-Router, Access Points und so weiter. Auch da schauen wir uns nochmal ein paar Sachen im Detail an. Und dann geht es natürlich auch nochmal um die Frage, welche Hardware-Plattformen verwenden denn die verschiedenen Hersteller. So, ich möchte jetzt gar nicht so viel an der Stelle zur Einführung sagen. Ich würde sagen, wir starten direkt mit den Datenraten. Das Ganze im Vergleich zum Vorgängerstandard, also Wi-Fi 6, angefangen mit 2 Spatial Streams, wie wir sie üblicherweise in WLAN-Clients haben, oder in, ich sag mal, günstigeren WLAN-Routern oder WLAN-Access-Points. Und was man hier sieht, ist vom Prinzip her das, was man auch erwarten kann. Im 2,4 und 5 GHz Band ca. 20% mehr Datendurchsatz oder Datenrate im Vergleich zum Vorgängerstandard. Im 6 GHz Band aufgrund der Verdopplung der Kanalbandbreite von 160 auf 320 MHz natürlich ein Riesensprung, ne, wie das auch zu erwarten war. Ergänzend möchte ich dazu noch sagen, dass es im 5 GHz Band theoretisch die Option gibt, in Zukunft auch 240 MHz Kanalbandbreite zu nutzen. Dazu wird ein 160 MHz plus 80 MHz Kanalbandbreitenblock verwendet. Die Theorie ist also auch noch verfügbar, oder diese Technik, und ja, bisher hat das noch keiner so wirklich implementiert, aber das wäre dann mittelfristig auch nochmal eine zusätzliche Option, um die Datenrate auch im 5 GHz Band nochmal ordentlich nach oben zu bringen. 2 Spatial Streams sind natürlich, wie gesagt, üblich für WLAN-Clients. Auf WLAN Access Point und Router-Seite haben wir natürlich sehr oft, gerade bei Wi-Fi 7 jetzt zu Release oder zu Beginn, wo es ja eher mit High-End-Produkten losgeht, da haben wir natürlich meistens einen 4x4 Aufbau, also mit 4 Spatial Streams, und die Datenraten schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Was man hier natürlich jetzt wunderbar sehen kann, ist, dass wir ebenfalls im 2,4 und 5 GHz Band die 20% höheren Datenraten haben, was logisch ist, und im 6 GHz Band eben diese brachiale Steigerung aufgrund der Verdopplung der Kanalbandbreite. Ich möchte euch natürlich die Datenraten mit 240 MHz im 5 GHz Band hier nicht vorenthalten, die könnt ihr jetzt sehen. Also auch da wäre theoretisch dann nochmal ein ordentlicher Schub möglich. Die höheren Datenraten in der Theorie kommen hier natürlich vor allem durch die Modulation. QAM 4096 ist jetzt möglich, das heißt, wir können 2 Bits mehr in jedem Feld quasi darstellen, kann man so, glaube ich, ganz gut sagen. Und das bedeutet, deshalb haben wir eben die 20% mehr Datendurchsatz, denn mit Wi-Fi 6 sind es eben maximal 10 Bits und mit Wi-Fi 7 sind es 12 Bit. Und das ist so vom Prinzip her hier der primäre Grund. Bei der Verbindung im 6 GHz Band ist es natürlich primär das Thema 320 MHz Kanalbandbreite, also Verdopplung der Kanalbandbreite. Und hier muss man auch sagen, auch aus der Vergangenheit, dass man über Kanalbandbreite sehr gut skalieren kann. Also was wir da hochskalieren, bekommen wir auch in der Regel 1:1 dann wirklich durchgeschoben. Und das ist natürlich dann schon richtig heftig. Jetzt muss man natürlich ein bisschen differenzieren, wie immer, ja. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Wi-Fi 7 ist natürlich effizienter aufgebaut. Das heißt, das Thema Block Acknowledge, das Thema, ich sag mal, Framegrößen und so weiter, all das wurde natürlich auch modifiziert, und dementsprechend bekommt man wirklich auch mehr Datendurchsatz bei gleicher Datenrate realisiert. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. In der Praxis sind theoretisch bei 2 Spatial Streams auf Client-Seite, also diesen theoretischen maximal rund 5,8 Gigabit theoretische Datenrate, da sind ohne Witz über 5 Gigabit Payload-Datendurchsatz möglich. Das ist wahnsinnig hoch. Das habe ich, wie gesagt, live gesehen auf der Asus ROG Messe bzw. dem Event rund um die Gamescom. Und wurde dort eben präsentiert von Asus und Intel gemeinsam. Und diese Datenrate ist, wie gesagt, verrückt hoch. Also es ist wirklich über 5 Gigabit, was man da netto durchbekommt, also reale Payload. Allerdings nur unter bestimmten Auflagen, über die wir jetzt nochmal schnell sprechen. Natürlich hat man bei dieser Verbindung alles durchoptimiert. Das heißt, die, ich sag mal, Paketgrößen waren optimal gewählt, um wirklich das, was Wi-Fi 7 nutzt,
ans Limit zu fahren, ohne dass man eben Pakete fragmentiert, um da wirklich die bestmögliche Performance zu ermöglichen und die höchste Effizienz. Außerdem wurde in der Datenübertragung als Transportprotokoll UDP genutzt, was verbindungslos ist. Das bedeutet, man hat eben kein Three-Way-Handshake, kein Acknowledge und so weiter. Und das alles ist natürlich für so eine, ich sag mal, Datenübertragung per WLAN optimal. Das heißt, das waren wirklich die optimalen Bedingungen und dann bekommt man eben 5,x Gigabit real payloadmäßig durchgeblasen. Allerdings muss man sagen, dass wir natürlich im Alltag so gut wie gar kein UDP nutzen und auch die Framegrößen vielleicht nicht unbedingt verwenden, die man hier braucht, damit man wirklich alles ans Limit fahren kann. Dementsprechend habe ich mich natürlich da auch noch mal ein bisschen erkundigt, wie sieht es denn aus, eine Real-World-Performance mit TCP und so weiter. Und da sagt man, ja, so 4,6 Gigabit um den Dreh wird man real durchbekommen. Und das halte ich auch für sehr realistisch. Und das wird dann in der Praxis wahrscheinlich auch so in diesen Bereich unter guten Bedingungen reinfallen. Das sind natürlich wahnsinnig hohe Datenraten. Das ist eine super hohe Effizienz und das ist wirklich beeindruckend. Jetzt habe ich natürlich schon gesagt, Intel war mit dabei. Und dementsprechend ist es natürlich naheliegend, dass die mit einem Intel-Produkt am Start waren, und zwar mit der Intel BE200. Und ich habe mit Intel natürlich hier auch noch mal ein bisschen kommuniziert und habe jetzt ein unverbindliches Einführungsdatum bekommen oder einen Zeitpunkt, und zwar die Kalenderwoche 44 in diesem Jahr. Das heißt, Ende Oktober, Anfang November wird diese Karte auf den Markt kommen. Und damit ist ein wichtiger Part schon mal erledigt, nämlich wo sind die WLAN-Clients? Die sind näher, als man vielleicht denkt. Hinzu kommen jetzt natürlich die ganzen Smartphones, die bereits Wi-Fi 7 unterstützen. Der Qualcomm Snapdragon 8 Generation 2, der kann das ja theoretisch, wenn man die richtige Zusatzhardware rund ums Thema WLAN eben verbaut. Und ich habe natürlich da schon mal geschaut, wie viele Produkte gibt es, die das nutzen, und wenn man jetzt auf den gängigen Preisportalen schaut, dann sind das 34 Produkte, da sind aber dann mehrere Geräte mit den gleichen oder mit unterschiedlichen Farben, unterschiedlichen Speichergrößen und so weiter. De facto sind es aber, wenn man alles ein bisschen säubert, 11 verschiedene Smartphones zum aktuellen Zeitpunkt, die man kaufen kann, ab ca. 700 €, die Wi-Fi 7 unterstützen. Das heißt, die Clients sind schon da und auf PC-Seite und Notebook-Seite wird das sehr bald möglich sein. Apple, um das auch nochmal schnell zu erwähnen, ist leider nicht dabei. Die haben ja vor kurzem die iPhone 15 und 15 Pro Modelle vorgestellt und die unterstützen das nicht. Das heißt, das iPhone 15 Normal und Plus unterstützt maximal Wi-Fi 6 wie die Vorgänger und das 15 Pro und 15 Pro Max unterstützt Wi-Fi 6E und reiht sich damit auch in das aktuelle iPad Pro mit M2 ein. Das heißt also, Wi-Fi 7 ist da definitiv noch kein Thema. Jetzt haben wir natürlich nicht nur WLAN-Clients, sondern auch unsere geliebten WLAN-Access-Points, WLAN-Router und so weiter. Und da haben die Hersteller in den letzten Wochen ja noch so einiges abgefeuert. TP-Link hatte ja, glaube ich, schon Ende 2022 super viel angekündigt. Die anderen Hersteller haben sich da erstmal bedeckt gehalten und haben jetzt so langsam alle Toren und Türen geöffnet, um eben ihre Produkte zu zeigen und vorzustellen. Und das sind wirklich eine ganze Menge Produkte geworden. Wir werden jetzt mal herstellerspezifisch da ein bisschen durchgehen. Starten wir dabei erstmal mit A4M. Der Berliner Hersteller der Fritzboxen hat 3 Modelle angekündigt, die 6670 Cable, die 5690 XGS und die 5690 Pro. Die unterscheiden sich teils deutlich, deswegen werden wir jetzt nach und nach durchgehen. Starten wir erstmal mit der 6670 Cable, die soll einen 2x2 Aufbau in beiden Frequenzbändern, also 2,4 und 5 GHz bekommen. Das Ganze mit Wi-Fi 7 und wie ihr jetzt schon hört, 6 GHz Band wird dieses Modell nicht können. Ganz wichtig, das heißt, anders als bei Wi-Fi 6E, wo man immer genau weiß, okay, Wi-Fi 6E gleich 6 GHz Band, gibt es das bei Wi-Fi 7 nicht. Das heißt, man kann so wie bei Wi-Fi 6 auch ein einzelnes Frequenzband nur anbieten, beispielsweise mit diesem Standard. So, also 2,45 GHz Band mit Wi-Fi 7. Aufgrund der Hardware gehe ich davon aus, oder dessen, was bisher bekannt ist, dass man quasi eine 6670 auf Basis der 6660 gebaut hat. Das heißt, hier hat man wahrscheinlich nur den WLAN-Chipsatz ausgetauscht. Da hat man bisher als Zulieferer MaxLinear für genutzt. Ich vermute aufgrund des Portfolios von MaxLinear und Qualcomms, dass man hier auf Qualcomm
gewechselt ist. Punkt Nummer 1. Zigbee soll integriert sein, auch das spricht für einen Wechsel auf Qualcomm, weil dort der WLAN-Chipsatz eben Zigbee ebenfalls supportet, was bei MaxLinear nicht der Fall ist. Deswegen, ich gehe stark davon aus, dass man hier von MaxLinear auf Qualcomm wechselt. Die UVP soll 289 € betragen, was angesichts der Ausstattung schon ein wenig hoch wirkt, wenn man das jetzt nochmal mit einer 6690 Cable vergleicht. Dann glaube ich, wird das eine schwierige Kiste, sagen wir mal so. Dann haben wir die 5690 XGS. Die wird vermutlich auch komplett auf Qualcomm Hardware setzen. Wi-Fi 7 kann diese nur im 5 GHz Frequenzband, ganz wichtig. Es gibt natürlich 160 MHz Support und so weiter und im 2,4 GHz Band nur Wi-Fi 6. Dann haben wir die 5690 Pro, auch wieder wahrscheinlich Qualcomm Hardware. Auch nochmal gleich ein Tipp, warum das so ist. Hier gibt es Wi-Fi 7 im 5 und 6 GHz Band, im 6 GHz Band auch 320 MHz Support, also dahingehend schon mal alles fein, im 2,4 GHz Band aber nur Wi-Fi 6, sollte man wissen. Ein paar Details noch schnell in der Tabelle, dann hat man einen besseren Überblick, also das ist so vom Prinzip her das, was man da bekommt. Ich habe ein paar Sachen nochmal farblich ein bisschen markiert, dass man sich da einen besseren Eindruck verschaffen kann und vom Prinzip her ist das Line-Up von AVM. Zu dem Thema Hardware-Plattform kommen wir gleich noch. Da habe ich natürlich auch noch ein paar Vermutungen, aber Schritt für Schritt. Als nächstes haben wir den Hersteller Asus. Und bei Asus wurden insgesamt 3 Produkte angekündigt. Man hat auch ein bisschen schon wieder was verändert. Der GT BE98, der ursprünglich mal angekündigt wurde, hat sich ein bisschen verändert, was die Ports und so weiter angeht. Und man hat auch noch zusätzlich einen GT BE98 Pro eingeführt. Ich zeige euch hier mal die Tabelle, das ist die Spezifikation aktuell und man sieht auch hier, da schöpft man zum Teil wirklich aus den Vollen, also wirklich massiv viel Hardware. Großer Unterschied zu AVM ist hier, dass man durchgehend auf 10 Gigabit Netzwerkports setzt. Also das heißt, man hat bei jedem dieser 3 Produkte 2 10 Gigabit Ports und die weiteren Netzwerkports unterscheiden sich dann. Also der kleinere RT BE96U hat 4 1 Gigabit Ports zusätzlich, während die beiden größeren Modelle eben 4 2,5 Gigabit Ports zusätzlich zu den 2 10 Gigabit Ports haben. Groß und Ganzen erstmal sehr, sehr starke Hardware und ich habe die auch schon live begutachtet. Also das ist wirklich kolossales Zeug, muss man wirklich mal so sagen. Dann kommen wir zu TP-Link, die ein riesiges Wi-Fi 7 Line-Up aufgebaut haben oder vorgestellt haben. Das besteht erstmal aus 4 Routern, den Modellen BE550, BE800, BE900 und GE800, dem Gaming-Modell. Jetzt auch nochmal in der Tabelle, also da sieht man schon, da hat man wirklich einiges ins Rennen oder ins Rollen gebracht. Portausstattung sehr, sehr unterschiedlich. Die größeren Modelle BE800 und BE900 haben übrigens einen 10 Gigabit Combo-Port, der wahlweise als RJ45-Port oder als SFP Plus Slot genutzt werden kann. Und ja, also man sieht schon, die haben da auf jeden Fall richtig was reingesteckt. BE550, das kleinste Modell, hat übrigens im 2,4 GHz Band auch nur Wi-Fi 6, das nochmal als Ergänzung. Neben den WLAN-Routern führt TP-Link auch einige neue Mesh-Systeme ins Feld und das ist aus der Deco-Serie die Modelle BE65, BE85 und BE95, die sich auch hier und da ein bisschen unterscheiden. Schauen wir mal schnell in die Tabelle, da sieht man schon zum Teil wieder sehr starke Ausstattung. Es gibt Ähnlichkeiten zu den jeweiligen, ich sag mal, WLAN-Routern Pendants, das heißt, man hat natürlich da zum Teil ähnliche Hardware. Ein kleiner Unterschied, BE900 hat 2,5 GHz WLAN-Module, der BE95 2,6 GHz Module, Portausstattung ein bisschen anders, aber man sieht, das ist schon zum Teil sehr, sehr ähnlich. Neben den WLAN-Routern und den Mesh-Systemen führt TP-Link außerdem aus der Omada-Serie 2 Access Points ins Feld, EAP 770 und EAP 780, die wirklich High-End-Kost liefern sollen. Da bin ich auch mal gespannt, was die Teile dann wirklich drauf haben. Dann kommen wir zu Netgear, die bisher nur ein einziges Modell vorgestellt haben, was mich sehr wundert, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Und zwar haben sie einen Nighthawk vorgestellt, den RS700, der ganz grundlegend anders ist als die bisherigen Nighthawk-Modelle. Also zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren hat man sich da wohl zu einer vollumfänglichen Designveränderung
ja, entschlossen und da bin ich auch mal gespannt, wie das System dann im Alltag so sich schlagen wird. Wenn man mal auf die Spezifikationen schaut, dann sieht man auf jeden Fall, dass dieses Modell einem Asus RTBE 96U de facto gleicht. Also das ist vom Prinzip her dieselbe Ausstattung, sehr, sehr ähnlich. Und das haben wir ja so bei Asus und Netgear auch in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass sie teilweise Produkte haben, die wirklich rein von den Spezifikationen her de facto sehr, 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 sehr ähnlich sind, in der Performance dann aber zum Teil ganz unterschiedlich. Das muss man jetzt fairerweise sagen. Dann haben wir als nächsten und hiermit auch letzten Hersteller in der Übersicht Tenda, die aktuell 3 Modelle vorgestellt haben. Und zwar haben sie als einziger bisher einen kleinen Repeater vorgestellt. Oder klein ist vielleicht ein bisschen untertrieben. Also es ist schon natürlich wieder sehr viel Leistung, aber es ist trotzdem im Verhältnis ein kleines Modell. Und zwar einmal den Tenda A36 Extender und dann 2 weitere Systeme. Einmal ein Mesh-Router und ein reines WLAN-Router-System, die aber hardwaretechnisch fast identisch sind, die unterscheiden sich nur beim Thema Netzwerkports ein bisschen. Wenn man in die Tabelle schaut, dann sieht man das hier auch nochmal schön. Also der Extender setzt auf einen 2x2 Aufbau, während die beiden Router quasi auf einen 4x4 Aufbau setzen. Und bei den Netzwerkports gibt es noch Unterschiede. Beim TE60 Pro als Ergänzung steht unten 2 bzw. 3 1 Gigabit Ports, weil es da, ich sag mal, unterschiedliche Informationen gibt. Es gibt Bilder, da sind 3 zu sehen und es gibt Text, da sind 2 zu sehen. Also eins von beidem wird dann stimmen, deswegen habe ich mal beides reingeschrieben. Damit sind wir alle WLAN-Router und Co., die mit Wi-Fi 7 kommen sollen, durchgegangen. Die Produkte sollen überwiegend dieses Jahr noch erscheinen. Ob das so sein wird, das wird sich natürlich noch zeigen. Wie immer ist hier und da mit Verzögerungen zu rechnen und das ein oder andere Produkt wird vielleicht auch nicht so auftauchen, wie es angekündigt wurde. Stichwort Asus ROG GTBE 98, der sollte ursprünglich 3 10 Gigabit Ports haben, nach neuerem Stand hat er nur noch 2 10 Gigabit Ports, also da hat man hier und da dann doch wieder ein bisschen was geändert und das kann natürlich immer passieren, weil man natürlich Produkte dann auch ein bisschen optimiert auf die verfügbare Hardware und natürlich auch auf die Zielgruppe etc. etc. Jetzt natürlich noch mal schnell die Sache, die schon jeder weiß, sind Wi-Fi 7 Systeme jetzt alle gleich ausgestattet oder nicht? Natürlich nicht, was man hier auch sehr schön in der Übersicht sehen kann. Das heißt, welche Kanalbandbreiten supportet werden, wie es mit den WLAN-Bändern aussieht, mit den Netzwerkports und so weiter. Da gibt es zum Teil sehr große Unterschiede, wie man hier wunderbar erkennen kann. Aber eine Sache kann man definitiv sagen, dass jedes System, das bisher mit Wi-Fi 7 vorgestellt wurde, mindestens mal einen 2,5 Gigabit Port oder was Kompatibles hat. Also das heißt, man kann da definitiv sagen, dass wir Netzwerkport technisch jetzt endlich mal auf diesem Nenner ankommen und das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Das muss ich ganz klar an der Stelle nochmal betonen. Jetzt kommen wir noch zum Thema Hardware-Plattformen. Da gibt es vom Prinzip her natürlich die üblichen Verdächtigen, aber was man sehr gut erkennen kann, ist, dass die Hersteller hier primär auf 2 unterschiedliche Zulieferer zum jetzigen ersten Rollout setzen und das ist Qualcomm und Broadcom, wie es auch in der Vergangenheit immer der Fall war. AVM setzt natürlich auf Qualcomm, das ist auch ganz klar, sie setzen selten auf Broadcom. 7530X ist mal eine dieser Ausnahmen, aber meistens ist ja doch Qualcomm-Hardware im Einsatz. Asus setzt natürlich traditionell immer auf Broadcom, die haben so gut wie nichts von anderen Herstellern. Ich glaube, ein bisschen MediaTek im niedrigen Preisrahmen, aber ansonsten eigentlich fast alles mit Broadcom. Bei TP-Link dieses Mal de facto alles mit Qualcomm realisiert. Bei Netgear setzt man bei Nighthawk üblicherweise auf Broadcom und das macht auch von der Ausstattung wieder sehr viel Sinn. Bei den Orbi-Modellen hat man in der Vergangenheit immer auf Qualcomm gesetzt. Wie das dieses Mal der Fall sein wird, das wird sich noch herausstellen. Da ist ja im Moment noch nichts angekündigt. Tenda setzt übrigens auf Broadcom. Spannend ist natürlich nochmal das Thema AVM. Die 6670 Cable wird natürlich auf einen MaxLinear SoC setzen. Also auf den Puma 7, genau wie die 6660 und auch die 6690. Beim WLAN gehe ich vom Wechsel auf Qualcomm aus, habe dafür aber keine belegbaren Quellen. Das möchte ich betonen, also es könnte natürlich trotzdem irgendeine nicht bekannte MaxLinear-Hardware sein. Bei der 5690 XGS und 5690 Pro gibt es ein ganz klares Indiz für die verwendete Hardwarebasis und zwar muss man dazu sagen, die USB-Ports. Man bewirbt das Ganze mit USB 3.2 Ports, also 10 Gigabit schnellen USB-Ports und
niemals verbaut man in einem WLAN-Router einen dedizierten USB-Controller. Man nimmt immer den vom SoC. Deswegen haben manche Fritzboxen auch eine USB 2.0 Schnittstelle und manche USB 3.0, abhängig davon, was der SoC halt gerade so mit dabei hat. Und du verbaust keine 10 Gigabit Schnittstellen, also USB-Schnittstellen in einem WLAN-Router, weil du es kannst, sondern weil es halt da ist. Und das deutet sehr stark auf die Qualcomm IPQ 9574 Plattform hin, die Qualcomm auch für das gesamte Wi-Fi 7 Line-Up zum aktuellen Zeitpunkt vorsieht. Und das wäre wirklich bahnbrechend viel Power für uns. Das sieht man auch sehr gut, 5590 Fiber und 4060, die ja auf die Vorgängerplattform quasi setzen, IPQ 8072A bei der 5590 Fiber bzw. IPQ 8074A bei der 4060, die ja wirklich wahnsinnig viel Power haben, was man im Webinterface merkt, was man bei der Fritz NAS Performance merkt, was man in der VPN Performance merkt. Also in ganz vielen Punkten merkt man diese extreme Leistung und ich gehe davon aus, dass wir eben hier auch nochmal ein großes Upgrade bekommen mit 4 Cortex A73 Kernen bei 2,2 GHz Takt wird das bahnbrechend. Ich hoffe, dass es wirklich so ist. Garantieren kann ich es natürlich nicht. Ich habe noch keine auseinandergenommen. Das wird passieren, sobald hier ein System auf dem Seziertisch liegt. Und ja, ich denke aber, dass wir mit dieser Hardware wahrscheinlich, sagen wir mal zu 80% Wahrscheinlichkeit rechnen können. Und das wäre ein großer Sprung nach vorne und würde AVM auch zukünftig ganz viele neue Möglichkeiten eröffnen, einfach aufgrund dessen, dass eben mit mehr Hardwareleistung auch, ich sag mal, fressendere Funktionen etabliert werden könnten. Da bin ich super gespannt. So, das war es soweit zum Überblick zu den kommenden Wi-Fi 7 Produkten. Ich denke, da wird sich jetzt noch nicht so viel tun, also da wird nicht mehr viel dazukommen fürs Erste. Sobald es dann nochmal deutlich mehr Ankündigungen gibt, werde ich es natürlich nochmal zusammentragen, aber ich gehe persönlich davon aus, dass wir in den nächsten Monaten hier dann schon die ersten Tests sehen werden, wo man dann wirklich mal sieht, was Wi-Fi 7 Systeme leisten können. Damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und weitergeholfen. Ja, bis die ersten Wi-Fi 7 Tests kommen, das wird natürlich noch ein bisschen Zeit dauern, aber irgendwann wird es der Fall sein und bis dahin wünsche ich dir noch eine fantastische Zeit und schau auch gerne noch mal auf meinem Kanal vorbei. Bis bald!